So. So. Etwas noch nicht. Sekunde kurz. Ich hab's gleich. Besser. Ich muss kurz gucken. Ja, besser. So, okay. Puh. Jawohl. So Leute, willkommen zum neuen Livestream. Ich bin gerade ein bisschen außer Puste. Ich habe jetzt gar nicht gerechnet, dass ich jetzt nochmal live gehe. Und habe jetzt von allem ganz spontan erfahren, dass es jetzt gerade eine EA Play Live stattfindet, wo jetzt gleich neue Spiele vorgestellt werden. Und ja, ich habe gedacht, komm, es ist jetzt noch eine halbe Stunde bis dahin. Und ich würde doch wohl schaffen, da jetzt bis dahin alles fertig zu machen und live zu gehen, mit euch das Ganze jetzt live zu reagieren. Und ja, ein bisschen Verspätung, obwohl spontan und gar nicht geplant, geht jetzt auch los mit der Reaction. Ich bereite kurz alles vor, also das ist jetzt möglichst wenig ruckelt hoffentlich. Und dann ja, müsste jetzt auch gleich losgehen. Also die Show hat schon angefangen, aber es ist ja ein Livestream, also wie meine auch, also kann man da auch halt einfach easygoing zurückspulen. Und werde ich jetzt auch gleich machen. Und ja, es kann echt gut sein, dass es jetzt irgendwie Gerüchte gab, dass es jetzt ein neues Dead Space geben wird und garantiert noch was zu FIFA oder Battlefield oder ganz neuen Spielen. Es ist quasi das Pendant zur E3 von EA. Und ich konnte ja auf die E3 die ganze Zeit noch nicht reagieren, weil als die halt stattfand, war sie halt da, aber ich hatte halt noch keinen neuen Computer. Deswegen. Ich war gestern live gewesen und ich musste feststellen, dass meine Technik gerade so ein bisschen am Spinnen ist. Also als ich mein Handy anschloss als Kamera, ging dann auf einmal mein ganzes Internet weg. Deswegen habe ich jetzt meine Webcam eingeschaltet, die jetzt heute auch funktioniert. Gestern hat es auch kurz nicht geklappt, da musste ich irgendwie so ganz komisch quasi meine Kamera-App starten, weil mein Programm das Ganze gar nicht erkannt hatte. Und ich kann es euch mal kurz zeigen, es war echt kurios. Also ich habe quasi, Moment, ich wechsle kurz mal die Szene. Computer hier. Ich musste quasi einfach jetzt hier auf die Kamera-App zugreifen gestern. Na komm. Moment. Da. Ich bin extra gestern mit dieser Einstellung quasi live gegangen. Jetzt geht die Kamera hier nicht. Ist sehr lustig. Okay, egal, aber irgendwann musste ich diese App aufmachen, weil es genau gestern andersherum war. Lol. Okay, aber ich bin noch zu sehen, oder? Hoffentlich. Ich bin noch hoffentlich zu sehen. Ich halte mal kurz ab, bis das bei mir im Stream besser wird. Ja, okay, super. Okay, Leute, ich habe heute eigentlich frei und freue mich auch, dass der Benjamin hier ist. Moin, was rollt, was geht.
So, ich poste kurz den Link für, Moment, so, Moment. So. Ja, da bin ich wieder. Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass ich heute nur live gehe, denn die. Aber so ist es nun mal. Ein echter YouTuber hat nie frei. So, ich poste kurz hier den Link. Moment. Muss gerade nur eben kurz das tippen. So. Hab's gleich. Jetzt aber. So. Link ist da. Genau, so. Jetzt kann es auch losgehen. Und zwar, ich habe jetzt versucht, alles mir soweit bereit zu machen, dass ich losstarten kann. Also die Kopfhörer sind da, also müsste es jetzt auch keine Rückkopplung mehr geben und kein Echo bei euch. Und ich muss nur mal kurz gucken, wo die Szene war mit der, ich glaube, die hier, kann das sein? Hey, ist denn was rollt, was geht? Gut, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich gerade megamäßig. Ja genau, alles hat soweit jetzt geklappt. Ich hoffe, das klappt auch. Nein. Habe ich gerade geladen, gelegt. Mist. Bitte sagt mal gerne Bescheid, falls es technische Probleme gibt. Ja, ich bin jetzt gerade so voll in dem Element und versuche jetzt gerade mal alles zu gucken. Ich mache mich jetzt kurz hier auch auf meinen PC. Sicher ist sicher, aber halt ohne Ton. Was geht? Ja, ich reagiere gleich auf WE. Versuche jetzt gerade mal. So, okay. Einen Moment, ich suche gerade noch kurz eben das mit dem Video raus, ja? So. Moment, dass wir schon mal bereit sind. So, ich habe jetzt auch schon extra die keine Ahnung, ich bin jetzt gerade irgendwie aufgeregt und nervös zugleich. Vielleicht ist es gerade deswegen besser geworden. Oder es ist mein gutes Mic, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier geht's los. Hier, Leute. Sekunde, ich da jetzt wieder meinen Bildschirm. Jetzt. Danke auf jeden Fall fürs Kompliment, also Ethan. So, genau, also hier ist, so, jetzt ist, da bin ich, wie ich da auf das hier reagiere. Super. So, ich klicke jetzt drauf, es läuft schon.
Es läuft schon bereits. Aber ich spule jetzt einfach mal zurück auf den Anfang, dass wir einfach mal alles sehen. Aktio, die kostenlose Live-Coaching-App für alles und alle. Finde deinen Lieblingscoach und starte durch. So can you tell us some more about his ability? Okay, es ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, weil ich hatte ja um 7 Uhr angefangen. Ich bin ja ein bisschen spät dran. Das heißt, wir spulen jetzt zurück auf den Anfang. I'm almost surprised we're not going to get. That game has gone through kind of a couple reboots at this point. There was much more of a multiplayer heavy focus on an original iteration, so it's going through a lot of rethinks. That would explain why it's kind of taking so long to get Dragon Age 4 out, but when it does come out, I am really excited to play it because I think Dragon Age Inquisition is kind of underrated. Like, it gets unfairly compared to Witcher 3 a lot, but on its own merits, I really enjoy Game of the year too. Like, it's a, you know, it's yeah. it's No, back in 2014, it was excellent. Now, go ahead. Oh, go ahead. Yeah, it's on Game Pass. I was just gonna say I had to get my Game Pass reference in there really quick, but yeah, it was added, so I finally played it, and it is a really good game. Schon gut? Yeah. Now, finally, everybody knows that skateboarding is not a crime, but we also learned that skateboarding is not a thing that we're going to be seeing at EA Play. Kann man mich auch hören? Obwohl, okay, ich mache dann einfach mal Pause, Stella, what did wenn ich they halt tell was us? sagen würde. Okay. Yeah, so on July 19th, we actually got a tweet from the skate account, and they said, we're working on it with a Ich trailer würde das teaser. Ganze auch gerne So it's in aufnehmen. development, so that's what we know. And actually, Kat just told me today that it's going to resemble more of Skate 2. Deswegen, spule ich kurz, oh Gott, das ist Dead Space. Ah, Hilfe, Hilfe, geil, geil. Okay, so, wann geht's da 4 Minuten? Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook. Sydney, seems like decide preview games con. Goal, or FIFA. Ich spule das gerade kurz vor, sekundenweise, weil ich kann jetzt nicht so präzise, Dings. The rumor is Isaac Morphs at the time. It says the reimagine. So, okay. Support it. How do you think the community met? Par for what people. Yes. Cool. And then also there's the EA Originals, which is when they like to sort of. So, okay, ich habe jetzt alle. Jetzt habe ich gerade angeblich 0 Zuschauer, kann das sein? Kann das sein? Test. Okay. So, also angeblich hat YouTube mich jetzt irgendwie die ganzen Zuschauer verscheucht. Keine Ahnung wieso. So, aber egal. Ich nehme jetzt trotzdem mal auf und wer da ist, freue ich mich. Wer nicht da ist, der kann es ja einfach mal nachgucken. Okay, also auf jeden Fall, ich nehme jetzt das Ganze mal auf und dann geht's los. Moment. So. Na komm. Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute reagieren wir auf EA Play Live 2021. Ich bin jetzt gerade auch mitten im Livestream und nehme das Ganze ja auch auf, dass es nachher auch auf YouTube
hochgeladen wird und viele schauen. Ich bin jetzt echt gespannt. Es kann sein, dass es jetzt ein neues Dead Space angekündigt wird oder vielleicht auf jeden Fall etwas zu Battlefield 2042 FIFA. Es ist quasi das Pendant zu der E3, weil EA war ja nicht dabei. Und jetzt hat EA quasi ihre eigene Show. Und ja, ich würde sagen, wir machen wir auf Fullscreen. Ich hoffe, ihr könnt alles gut hören und sehen und mich auch. Und es geht jetzt los. So. Bin echt gespannt, ey. Bin echt gespannt. You know, they do this sort of how do you do fellow kids, and they prove that EA is like one of the biggest video game publishers on earth. Chat, ich kann gerne sagen, wenn es irgendwie ruckelt oder so, oder einfach mal Bescheid geben, ne? Okay, let's go. Yeah. Like, we like to kick back with a nice indie game now and then. Okay, and there's what is it? Life in what is it called? Life in Random. Lost in Random. Lost in Random. There it is. Which is you know, sort of looks to be on sort of the same scale as you know, Sea of Solitude or Unravel or something like that. So it is starting literally any second now. So let's. Okay, das Einzige, was mich jetzt nicht interessieren würde, sind diese ganzen Ultimate Team Sachen von FIFA, weil ich bin ziemlich gegen diese ganzen Lootboxen. Aber so auf Wiederbelebung alter Spiele bin ich voll dabei. Let's go! Let's take a look. We'll be back with a post show right afterwards. EA Play Live is starting. Well, you can see the counter, so let's just look at the counter together. Take a look. Okay, die Legende auch drauf. Sehr gut. Let's go. Puh. Bin gespannt, ey. Ton liegt da. Okay, jetzt kommt Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell irgendwie geclaimt wird, aber ich bin dann mal so vorsichtshalber mal kurz am Pausieren. Okay, Berlin ist auch ein bisschen fehlerhaft. War schon. Okay, es sind 4. I love that video. What's up, everyone? I'm Alex Ackerman. And I'm Andy McNamara, and you are watching the 2021 EA Play Live pre-show. Concert for cows, that's gotta be a first, but probably my favorite way to open a show ever. It's the amazing. latest expansion for Sims 4 Cottage Living is out today, so go get your cross-stitch on and check it out after the show. Okay, es ist quasi die Pre-Show, die eine Viertelstunde lang dauert, also kam ich jetzt auch gar nicht so spät mit dem Livestream, von daher ging es auch noch nicht ganz los. Okay, super. The show. All right, in just a few minutes, the EA Play Live main up all the news that's been revealed this summer. And what a summer it's been. Oh, yeah. I personally... Chat, sollen wir das schauen oder sollen wir vorspulen? Vielleicht wird da auch was angekündigt, kann ja auch sein. Wir schauen mal. Have done nothing else but play Mass Effect Legendary Edition. I think you actually mean Romance Garrus, or maybe that's just me. It's been a huge summer regardless for EA Originals. The talented Joseph Fares and the team over at Hazelight gifted us the critically acclaimed and my personal favorite, It Takes Two. Millions of you have been dodging with dodgeballs in Velen's Knockout City, and the soon-to-be-released Lost in Random was an official Tribeca Film Festival selection. Congrats to the Zoink team. We can't wait to play. And for those who haven't yet been acquainted with their magical world, let's take a look at the story trailer for Lost in Random. Let's. Welcome to the world of random. Ich sehe gerade, das ist gerade ohne mal Lukas, ne? Shit. Everyone's destiny is decided by a roll of the one true dice. And the one true queen who controls it. Ich mach mal kurz einen Trick. Und zwar
Ich gehe mal aus dem Vollbildschirm-Modus raus und mache einfach den Player größer. Kinomodus. Ja, es war so wie davor. Okay. Dann vielleicht ist es dann flüssiger. Hoffentlich. Na? Okay. Ich guck mal. When a child comes of age, they must roll this dice just once, and in so doing, determine their fate for all eternity. Happy birthday. Ich guck kurz, ob's flüssiger ist. Nein, nicht wirklich, aber... Oh Mann. Ich guck kurz, ob's also angeblich habe ich jetzt die... Okay, wisst ihr was? Ich nehme das einfach mal hinterher auf oder schneide einfach als Highlight. Vielleicht ist es dann deswegen Ruckeln. Sekunde kurz. Ich mache Moment. Einfach ein paar Dinge mal schließen. Die Kamera ist hier. Leute. So, okay. Das auch mache ich zu. Okay, ich habe jetzt alles Mögliche auch zugemacht, dass es weniger Internet verbraucht. Und hoffentlich ist jetzt einfach mal die Qualität ein bisschen besser. Hoffentlich. Ich guck mal kurz, wo ich jetzt hier im Live bin. Teste. Ja, okay. Ja, also eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Eigentlich. Dann mache ich jetzt kurz nochmal auf Fullscreen einmal, um mal zu gucken, ob es besser ist. Und schau kurz 2 Minuten. Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Now roll the dice. So, ich guck mal kurz, wie das Bild jetzt lief. Naja, war schon mal besser. Okay. Technik. Brauche echt mal so einen richtig krassen Rechner wie Monte oder sowas. Da läuft alles immer flüssig. Oh man, geht so besser. And let's see what kind of person you truly are. Kurz Pause, rolle Dice, mal gucken, wie das flüssig, ob es besser ist. Ja, so geht's doch. Besser. Okay, jetzt geht's los. Jetzt gucken wir einfach mal auf die Art und Weise. Weil es ist besser. Okay, also Reaction geht jetzt los. Let's go.
You live with us now. Lucky girl. Verzeiht die paar Frames, die verschlungen werden. Also es geht gar nicht besser. Ich könnte mal euch gerne im Chat beteiligen, um zu sagen, ob es jetzt so ungefähr passt oder nicht. Okay. Also, okay, jetzt geht es auch endlich los. Odd! Hold on, Odd. Well, where is this place? Stop trying to kill me! Cooler Artstyle auf jeden Fall. Are you, Foolish child, turn back at once. Be very careful, even. We're in uncharted territory. Haven't you heard the bedtime stories? You're a long way from one town. Dice? I haven't seen a real one in years. Sieht echt so ein bisschen wie von Tim Burton, dieses Nightmare Before Christmas, oder? Das ist echt cool. Dieser Artstyle. I'm supposed to say something important. You know nothing! You tell me where my sister is, you witch! Odd? Where are you? I'm coming for you, sis. Water! Odd! What do we do to those who stand in our way? We destroy them, my queen. Lost in Random, also vermutlich, weil es ja um diesen einen Würfel geht, deswegen auch Zufall, also Random. Gefällt mir, will ich mir holen. That trailer gives me the chills, I think, every time we watch it. Stay tuned for more on Lost in Random, including an exclusive first look at combat gameplay later on in the main show. Speaking of combat, I can tell you as a part of the team over at Respawn that Apex will be showing up later today in a pretty big way. Of course, Battlefield 2042 has some big news to share as well, but you would already know that if you tuned into the EA Play Spotlight series. Over the last few weeks, we've gathered creative leaders from across the EA studios to share their insights and some exciting news. Yeah, we did. Here are a few of the highlights. The Game of Secret did the Beyonce drop. Always go with Beyonce. Flawless. Exactly. Hypermotion is a next-gen exclusive technology powered by real football that brings gameplay to the next level of realism. Das ist so fies eigentlich von EA, weil dieses Hypermotion-Ding, also diese neue Machine Learning KI-Verhalten von den Leuten auf dem Feld, ist nur auf den neuen Konsolen. Auf dem Computer kommt FIFA einfach mal irgendwie veraltet und auf PS4 und Xbox One ist es gar nicht vorhanden. Also ja, FIFA, da bin ich immer so skeptisch. Also klar kauft jeder, aber ist so gar nicht mein Cup of Tea, ganz ehrlich. Hypermotion integrates advanced 11 versus 11 mocap and machine learning for the first time to create the most authentic, responsive and fluid experience on the pitch. Ja, die machen das halt mit Machine Learning, also wo das halt der Computer quasi lernt, anhand von ein paar Millionen Frames, wie sich halt Spieler so verhalten müssen auf dem Feld. Haken, es ist halt nur auf den PS5 und auf der Xbox One Series, Xbox Series X. Deswegen. Scouting as a whole is being revamped. So you start things off essentially by getting a baseline scouting on every player. And one of the big goals I had was I wanted to add complexity to the feature. Okay, meinen habe ich nie gespielt, aber mal gucken, was sie dazu bieten. But I wanted to remove some of the tediousness of it.
think we're having a sort of golden age at the moment where this freedom is allowed, and people like myself can start to see themselves coming through in these stories. And I hope that authenticity isn't lost. You know, I think that's exactly why we're at indie studios, because that authenticity is worth the struggle. It's worth fighting for. You need to ask people for a bit of faith to stick with the idea and just stay with it. And okay, we're not sure what it will be. And they will be like, you know what, go for it. They give you that space and room to play, which is so beautiful and rare to see. Now is the time to make something totally great and unique. It's hard in a movie today because it's been going on for longer. How comes you get all the cool gadgets? What should fans expect from Battlefield 2042 at EA Play Live? So I think it's that mode that was on a whiteboard for many decades and many years and never kind of happened, and now Christian and his team and LA have been, orchestrating and building it. So Christian. I'm hoping that the players, the community will... Also es ist noch nicht die Show, es ist in 8 Minuten geht los. Es ist nur so eine Art Vorgeschmacksshow. Vielleicht kommt da auch schon was Neues. Will really embrace that to show them. Lars, Mr. Battlefield Gustafsson, who is jumping around on his Zoom chair. So get a sturdy chair ready to watch it. If you're a fan of first-person shooters, EA Originals, sports, or gaming in general, the Spotlight's had something for everyone. If you haven't yet, go check those out on our YouTube channel. There's a ton of great content there. Yes, there is. And speaking of EA Sports, it's been a big month for FIFA news. So let's treat ourselves for another look at the FIFA 22 trailer. Okay, ein neuer Trailer zu FIFA. Mal gucken. Hoffentlich weniger Real-Life-Bilder und mehr Spiel. Da. Real-World Footage not used in game. Passt ja. Ja. Das ist dann quasi auch der Hintergrund. Also es wurden quasi echte Spieler eingeladen, dass sie halt spielen sollten. Und ihre Daten wurden quasi so erfasst von den ganzen Leuten bei EA. Und diese Daten wurden jetzt quasi an diese KI übergeben, damit sie aus diesen Millionen Bildern lernt. Und so entstand dann quasi diese neue Technologie. Den Trailer kannte ich schon bereits. Das ist jetzt kein neuer Trailer, glaube ich. Vielleicht waren nur ein paar mehr Bilder oder so. Ich meine, es wäre der Trailer wie vor einer Woche. Seht ihr diesen netten Widerspruch, Leute? Da. Biggie ab. Sekunde, kurz Nase. Sekunde. Jetzt. Hier. Biggie auf traditionellen Preisen geben. Und da. Ingame-Käufe.
richtig so mit Kreditkarte, am besten noch von der Mami, damit dann schön brav für Ultimate Team Unmengen an Geld verbraucht wird, damit dann diese ganzen Lootboxen gekauft werden, wo einfach der Zufallsgenerator irgendwelche Karten von Spielern kommen und man sicherlich jetzt nicht gleich Ronaldo oder Messi ziehen wird. Sowas ist abloyal. Also es ist einfach nur, diese Gier von EA ist einfach unbeschreiblich. Aber gut. Deswegen ist auch FIFA nicht mein Ding, aber wie er mag. Andy, I need to correct myself. That was not a treat. That was a feast. Feast. A feast. And FIFA fans, you have to check out the FIFA Spotlight, which offered a deep dive into all the updates coming to FIFA 22. Now, FIFA won't have news to share in the main show because we're going to give it to you right now. Aww. Unbelievable. Yes. Fans of FIFA Ultimate Team already know that this year some fan favorite footballers are returning in the form of FIFA Ultimate Team Heroes. 9 of them. Habe ich doch gesagt vorhin, das sind nämlich jetzt diese ganzen Helden, diese Karten, die man dann quasi extra kaufen muss und das nicht gezielt und per Zufall ziehen. Das ist, Have been revealed so far, and right now we're going to share 2 more. Ooh, okay. First up, it's heroic Premier League striker turned manager Ole Gunnar Solskjaer. And second, a fine man from the Rhineland, it's Lars Ricken. And who doesn't like Lars? There's more where that came from. And remember, if you pre-order the Ultimate Edition before August 11th, you will get a bonus Ultimate Team Heroes pack. And of course, EA Play members get their hands... Ja, wer vor dem 11. August steht, der kriegt noch irgendeinen Ultimate Team Bonus. Okay. On the game early. Yes, they do, but that is just one benefit of being a member. An EA Play membership is your ticket to getting more from your favorite EA games, including fantastic in-game rewards and exclusive content in all of these upcoming titles. And speaking of rewards, we'll be giving away a whole mess of great prizes during the main show, including gear from Logitech, Polaris, plus thousands of game codes, and EA Play memberships. Yes. So make sure to stay tuned to the main show for your chance to win. And if you haven't already, make sure to link your Twitch and EA accounts. Yes, that's right, because I personally have hand-coded an Apex Legends Jumpmaster weapon charm. Thank you for that. You're very welcome, that you can earn just by watching the show on Twitch. So Apex fans, stick around because you are not going to want to miss a closer look at the latest legend coming to the Apex games. If you don't know who I'm... Okay, so irgendwas kann man gewinnen, ich habe es nicht ganz genau zugehört, aber ja, Apex halt. Talking about, we got our first look at Seer just a few days ago. Check it out. This. Okay. Neuer Held. It has been seen. A woman will rise, bearing the mark of the moth. Her firstborn will be a cursed child. His eyes drawing us all to the flame. Refuse the child's gaze or be undone. One glance will reduce a mountain to dust. Okay. A king to a beggar. And an ocean to a desert. Gefällt mir. Everything he touches will be changed.
It cannot be unseen. Wow, the Apex team is getting wilder and wilder with those lore trailers. I can't wait to see more. Trust me, you're not alone. I love that trailer, but we have a lot more coming up during the main show that you're not going to want to miss. And that is now mere moments away. But one last recap from us featuring one of the newest members of the EA Sports family, Codemasters. Yes, you'll know them best from their incredible slate of racing titles like Dirt, Grid, and the F1 series, whose latest installment just dropped a few days ago. If you follow F1, you know it's been an absolutely crazy year so far with some amazing rivalries. yeah. Well, if you want to put yourself right in the middle of that, Cody's is here to make that dream a reality. Let's drop straight into the action with the F1 2021 trailer. Nice. Okay, Just don't get it, so gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season, and he gets to go out behind me in qualifying. This kid is a new #1 driver. Oh yeah. Ist das Grafik oder ist es Grafik? Oh yeah. Ich mach kurz Ton aus, weil da ist ganz Popmusik und sicher. Weil ja, YouTube mods der öfter. Ich mach gleich Ton an, wenn dein eigenes Spiel kommt. Ich habe Formel 1 Spiele nie so verfolgt. Ich habe mal ein paar Demos gehabt. Früher so, als es für die PS2 diese PlayStation Magazine kam und da gab es immer so Demos von, ich weiß nicht mehr, so Formel 1 2003, 2004 rum so. Aber ja, nie so wirklich verfolgt. Die Reihe. Bis auf GTA und so mag ich auch kaum Spiele mit Autorennen. So, deswegen. Und GTA ist auch nicht wirklich Autorennen, das ist ja einfach nur Autofahren. Aber es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. So, okay, Ton wieder an. Willkommen. Up in just a few seconds, we're about to begin, and I personally cannot wait for you to see what Battlefield 2042 has in store. I've been Andy McNamara. I think you still are Andy McNamara, and I'm Alex Ackerman. Thank you so much for tuning in, and enjoy the show. It is going to be awesome. Yeah. Okay, also jetzt beginnt endlich die Hauptshow, auf die ich halt mich die ganze Zeit so gefreut habe. Okay, das war jetzt nur so der Appetizer. Jetzt könnt ihr Leute gerne auch andere Leute hier reinholen in den Livestream von mir. Jetzt geht die richtige Reaction los und ich lade es auch später, also später heißt in ein paar Tagen auch auf YouTube als Video, damit man das auch später nachgucken kann. Viel Spaß, ich bin echt gespannt. Neues Dead Space oder wie auch immer. Let's go. Halb is real. Uff. Come on. Come on. Coming to you from Los Angeles, California, this is EA Play Live 2021. I'm your host, WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, and we have an amazing show for you. Okay, ich habe WWE nie richtig geschaut, aber krass, okay, wenn der vorher Wrestling-Star war oder ist, okay, die haben der Egel. Today, we've got world premiere gameplay, exclusive first looks, including a brand new multiplayer experience for Battlefield 2042, and a few more surprises they won't even let me tease. Plus, just like last year, we've got some amazing prizes to give away. So keep an eye out throughout the show for hidden letters.
They'll spell out a secret code that you'll need at the end of the show if you want a chance to win Polaris gear, Logitech gadgets, and thousands of codes for great EA games, including Mass. Ja gut, ich sehe jetzt nicht mehr live, aber vielleicht kann ich noch was gewinnen. Mass Effect Legendary Edition, Dirt 5, and more. So let's get to it. EA has long played home to fan-favorite racing titles from Need for Speed to Burnout to Real Racing. And now that the experts at Codemasters are joining the EA family, that incredible lineup just got supercharged with the addition of... Codemasters gehören zu EA. Okay, gingen wir an hier vorbei. Okay. Franchises like Grid, Dirt, Project Cars, and F1. So if you like racing, if you like being in the driver's seat, you're gonna love what Codemasters has cooked up for us today. But first, let's take a quick look at what they do best. I was just a little girl when I started this. Wieder diese Musik wird mich, ja. Weil YouTube ja immer wieder Mods wegen Musik, mache ich mal kurz aus. Wie gesagt, Rennspiele ist jetzt nicht so meins. Ich habe mal gesehen, auf der Xbox One kommt jetzt, also auf der Xbox Series, kommt jetzt neues Forza. Sah echt krass geil aus, die Grafik. Ja, und da jetzt kommt halt schon ein bisschen Konkurrenz. Okay, ich glaube, jetzt ist der Trailer gleich zu Ende. Jetzt kann ich auch gleich wieder den Ton mal einschalten. Ich habe halt einfach Angst, dass mich YouTube irgendwie rauswirft oder wegen Urheberrechtsschutz irgendwie From London is Codemasters Senior Game Designer Becky Crossdale. Welcome, Becky. Hey, Austin. Hey, now I heard that you might have a little surprise for us today. Yes, I do, and I don't know if you can tell, Austin, but I am so excited because on behalf of the entire Codemasters team, this is the world premiere trailer for Grid Legends. Oh, okay. Neues Grid. 160 take 13, coming. Grid kenne ich. Hab Demo gespielt. Aber der PS3. 10 teams, dozens of drivers, only one can become champion. My name is Yume Tanaka. My goal is to become the first woman ever to win the championship. They know who I am. I'm Nathan McKinney, 5-time Grid Series world champion. Soon to be 6 times. That's a new record. If it's grid legal, I can build it to win. Touring cars, muscle cars, open wheel, drift. Best team, best car. Win by having the money, by having the guts. And if these idiots can't keep their cars on the track, it's their problem. But you keep pulling up there, that stops, or you're gonna get somebody hurt. Hopefully, it'll be you. Bring it on, baby. That's why we're here. Grid Legends. Okay. Nächstes Jahr kommt's raus. Okay, also Grid ist ein Begriff auch für mich. This looks incredible. On top of the gameplay and the cars and the environments, now we've got all these characters that seem to have different motivations. I'm already incredibly invested. It looks like you guys are really up in the ante on storytelling. Well,
First and foremost, the Grid series has always been about delivering gameplay excellence, and with Grid Legends you are still getting that same immersive racing experience that you know and love. But this time we are taking things up a notch and we are adding another layer on top of that. We are really proud of this new story mode. Well, I do love a good story, and I feel like I've seen a lot of those faces somewhere. Yeah, we had the absolute pleasure of working with the incredibly talented Ncuti Gatwa, who plays the wonderful Eric in Netflix's Sex Education. We also captured the entire thing using extended reality, or XR, where if you've been watching Disney's The Mandalorian, you will have seen that tech in action. It's what they used to create those incredible worlds. Well, it sounds amazing, but this obviously isn't racing in space, right? No. We are using this tech to draw you further into this racing experience. Da wird wohl irgendwie die Technologie genutzt, die bei Mandalorian zum Einsatz kam. Krass, nicht schlecht. We really want to bring you deeper into the Grid world than ever before. It's also been really great for our actors because they're acting against something that's visually there. It's not the same as green screen or motion capture. They are stepping into our Grid world and reacting with it. It sounds great. Can you give us any hints on the story, or would that be spoilers? Without any spoilers, we are giving you a classic underdog tale. We were putting you straight into the driver's seat, right in the middle of the Grid World Series, where you'll be facing off against the all-dominant Raven West team. That is a team that does not like to share the tarmac. And for the rest of the story, well, you just have to wait and see. But let's talk gameplay. Okay, also du wirst quasi dich von unten nach ganz oben quasi fahren müssen. Und du drehst gegen eine Gruppe auf, die halt so Newcomer, Underdogs halt nicht mag. Okay, Story bei einem Rennspiel ist mir auch neu. Saw a new big range of vehicles in that trailer. Can you talk about those a little bit? Oh yeah, there are so many vehicles. We are giving you big rigs, stadium trucks, drift cars, open wheelers, muscle cars, electric cars. We are giving you hypercars like the Aston Martin Valkyrie. Have you seen that car? And we are also giving you multi-class mixed racing, which means that you can take any of those cars and put them together on the same track. Whoa, I just saw a big rig take out an open wheeler in the trailer, and I love it. So is there anything else that you can... Du kannst dann quasi komplett verschiedene Arten von Autos halt auf eine Strecke bringen und mit denen dann quasi Autofahren machen. Okay, cool. Tell us about Grid Legends. Without giving too much away, there is a ton of new stuff for the fans to sink their teeth into, including some new modes such as boost mode and elimination mode. We've also got some fancy new locations like the iconic city of Moscow. We've also got the beautiful city Da, wo ich geboren wurde, Moskau, yay! London as well, so you can drive right London war ich auch, yay! past Buckingham Palace, or you could Da war ich auch, yay! travel to the stunning Strada Alpina and take one of our beautiful hypercars to its limit. All right, well, you heard it here first. Okay. Storytelling and extended reality, mixed class racing, new modes, new locations. This is beyond exciting. So Becky, thank you so much for your time. No, thank you, Austin. Of course. All right, folks, so we're just getting started. We've seen Grid Legends, and now it's time for a different breed of legend. 2 years ago, Apex Legends came out of nowhere. And now 100 million players and 17 Legends later, it just keeps getting bigger. We've got more modes, more maps, more platforms for play, and of course, more Legends. So what's next for Apex? Well, today, we have answers. Ladies and gentlemen, I give to you Apex Legends Emergence. Okay, neue DLC oder was? Change. I see it in everything. I see it in a boy rocked by tragedy. Transform his pain and defy reality. I see it in the warrior
who must choose between their new life and the annihilation of their home. I see it in a girl, tortured by revenge, embrace hope when love awakens her heart. I see it in me, a boy born under a bad omen, turn his tail into a legend. Change is relentless. But that does not mean it cannot be beautiful. Take comfort. Nothing lasts forever. You must adapt. Surrender. And embrace your true nature. Know that you are not alone. Change comes for us all. But this chaos has purpose. All of us thrown together, so the flame can burn its brightest. Neue Season oder neue DLC oder Leute, Change. was ist das? Fight it and fall. Accept it and rise above. Emergence. Okay. Wow. I'm standing here like slack-jawed watching this because there's so much to unpack from that trailer. So let's go ahead and meet the man with all the answers, Apex game director Chad Grenier. So happy to have you here, Chad. Thanks, Austin. I'm happy to be here. Before we get started and get into it, I want to give a shout out to the amazing developers at Respawn. Hey. All right, well, a subset of them. If you love Apex, it's because of these amazing developers that are working hard creating Apex Legends for us. Klar, Pandemie, alle können halt nicht da sein, aber alle sind da per Teams und Zoom zugeschaltet. Finde ich halt schon cool, dass sie da einfach alle feiern. Well, big love to the whole Respawn team, especially whoever came up with Lifeline, because that's my girl. But okay, there's a lot for us to talk about, but you know I'm geeked about Seer, so can you tell us some more about his abilities? I saw this man stare through walls. He's got drones coming out of his chest. Please tell me about his kit. Yeah, similar to Bloodhound, Seer is all about tracking enemies, but in a different way and has a very unique kit. So while you're aiming down the sights, you'll have a heartbeat sensor that will give you hints as to where an enemy might be. If you think you've located them, you can use your tactical, which... Okay, der kann wohl den Headshot aufspüren und so quasi Gegner orten. Okay? Sends out some of those drones out of your chest and will actually reveal and track the enemy's location. The ultimate is really powerful, especially in certain gameplay situations. You can send out hundreds of micro drones and create a sphere around an area that you choose, and all enemies that are moving quickly through that space are tracked. I love when there's new abilities that kind of change the game, because this game obviously is always changing, always evolving, and whenever there's a new legend, there's always an interesting shift in the meta. So with those incredible abilities, how do you think that Seer is going to change the game? Yeah, again, I mentioned Bloodhound also as a tracker, but unlike Bloodhound, Seer is about very precise and lingering information. So he's a bit more of a stealth-oriented legend,
And you're going to see, I think, some interactions because of that sphere I mentioned, his ultimate. If you're moving quickly through that space, your footsteps are revealed. But now if you're walking slowly, you can avoid the detection. And so I think you'll see some interesting gameplay experience. Als Schleichlegende quasi. Also nicht mehr so offensiv. Und dann kann man halt die Fußspuren sehen. This is a new ways to play with slowing it down a bit. Yeah, it sounds like once the ring gets tight especially, you're going to have a lot of new ways to play this game. But this past season, for instance, it felt like Apex really moved beyond Battle Royale with the introduction of arenas. So what's the reaction been like for you guys? The fan reaction has been really great. We're seeing a lot of players enjoy arenas, which is awesome. We're really excited to finally have a way to play Apex Legends beyond Battle Royale. And yeah, people are loving it. So we've got new maps in the works and some other things coming I don't want to talk about just yet, but we've got a lot planned for arenas. All right, fair. Well, I do know that you guys announced ranked arenas are coming as well. So can you give us some information on that? Yep, so we've got one season of arenas under our belts now. We wanted to make sure that we were seeing how players were adapting to the mode, make sure to get the balance right, make sure that the price and the economy is correct, and now we'll be introducing the ranked mode in Emergence. So it's a bit of a different ranked system than we have in the Battle Royale mode, so we're really excited for you to get your hands on it. Well, it's really cool to see Apex always doing things, like, for instance, leaning into the competitive scene. Es war wohl davor einfach nur Battle Royale und jetzt gibt es diese Arenen und es haben die quasi eine Möglichkeit gefunden, wie man Apex Legends spielen kann, jenseits von Battle Royale, und jetzt machen die halt so Ranked Arenas, also quasi mit sozusagen ja so Ranglisten mäßig oder sowas. Bin gespannt. Also ich hab's nie gespielt, kann jetzt wenig zu sagen, aber with things like the Apex Legends Global Series, so are we going to see more of the ALGS? Absolutely. We just ended year 1 of ALGS. Our championships recently concluded, and it was amazing. There's like so many tactics and amazing plays in there. Many teams were fighting for the championship in the last round. We hit record numbers, so we're really excited in September to be kicking off year 2 of the ALGS. And for the first time, we're going to be inviting PlayStation and Xbox players to compete alongside the PC players, really see who's best, and an all new Crossplay oder meint jetzt Turniere? New league format. So we have more information at playapex.com/ALGS. Well, I am beyond looking forward to it. And Chad, before you go, I have to ask, when can we see more from Seer? We've got an awesome gameplay trailer coming on Monday, and Emergence drops on August 3rd. And for now, okay, am 3. August kommt dieser neue DLC Missions und am Montag kommt ein neues Trailer. Well, I can show you a finisher. Of course, please. One more thing. This game demands so much of us. But from you, she demands everything. Yeah, that's all I need to see. It's so awesome. But Chad, thank you so much for being here. Thanks, Austin. Of course. And again, big shout out to the whole Respawn team. Now for the Apex fans watching us on Twitch today, Respawn is hooking you up with an exclusive... Ich will mal ein neues Spiel sehen. Alles bisher, was es gab, nur halt mal bei weiteren. Exclusive Jump Master gun charm, so make sure you've got your Twitch and EA account linked and keep watching the show to earn that drop. But that's not the only thing we're giving out today. Keep an eye out for the hidden letters that spell out a secret phrase, because at the end of the show, we'll give you a link where you can enter that code for your chance to win some great prizes, including codes for EA originals like Knockout City and It Takes Two. So speaking of originals, let's head across the ocean for some stop motion and check out a soon-to-be-released EA original, Lost in Random. Das haben wir vorhin gesehen. Das sieht echt gut aus. Das Spiel würde ich mir auch echt mal gerne holen. And just like that, young Austin found himself introducing a new segment. Hello? He stalled, bewildered by the voice coming from somewhere unknown.
somewhere random. Okay. All right, anyway, it's coming soon and it looks really cool. Austin stopped himself. He'd forgotten to mention the Tribeca Film Festival selection. It was a selection at the Tribeca Film Festival. He tried the line again, more enthusiastically. Look, man, I'm trying to run a whole show. More enthusiastically. Really selling it. Could you just let me intro the segment? Thank you. It was an official Tribeca Film Festival selection this summer, and it's coming soon. Joining us from Gothenburg, Sweden to tell us more is Zoink creative director Olav Redmo. Hello, Austin. How's it going, Olav? Thank you so much for joining us, and congratulations on Tribeca. It's so cool to see video games right next to movies being regarded as they should be. Thank you, Austin. I'm so proud of the Zoink team and what we've accomplished, and I'm so happy about the selection because Lost in Random is really inspired by all these movies that I grew. Also krass, das Spiel wurde in diesem Filmfestival von Tribeca aufgeführt. Wahnsinn. Up with and stop motion animation and dark fairy tales, and at Zoink we're always trying to push narrative in video games, so I'm so happy. Yeah. Well, I can't wait to see more Olav of my life. What do you have for us today? I'm super pleased to share a first look at one of our most unique aspects of Lost in Random's gameplay, Dice Battle, which is an exciting, explosive blend of real-time action and time-stop tactics, where every roll of the dice unleashes incredible powers out of the head of your Jack-in-the-Box buddy, Dicey. Well, it sounds awesome, so let's take a look. Once upon a time, there were two devoted sisters named Even and Odd. Cruelly separated. Gerade und ungerade. Coole Namen auf jeden Fall. By an evil queen and the roll of a dice. I'm coming! Together with this little fella, Even was determined to rescue her beloved sister. Come on, Dicey! In this strange and fascinating world of random, adventure and combat go hand in hand. And many peculiar characters. Sieht echt so ein bisschen wie Nightmare Before Christmas und ein bisschen wie dieses. Kennt ihr dieses alte Spiel für die PS1 Medieval? Wo du so ein Skelett bist und auch so Zombies und Untote bekämpfst. Sieht ja eigentlich so ein bisschen aus. Oh wait. Some will help. You mean this one? And some won't. That's against the rules. Oh, sure. A little girl with a dice. Those coins can be traded for That's cards. Cards. Yeah. I got cards here, the greatest cards in the land. Ooh, cards contain new attacks, abilities, and more. All of which come in handy during Dice Battle. Ready, Dicey? Even uses her slingshot to attack deadly foes. This can knock off energy cubes used to feed her strange companion Dicey. And once fully charged, Even can roll Dicey and freeze time itself. Let's see how she uses it. Oh, impressive. Well done, Even. Nice. Ooh, that was a good one. Even's quest will take her across. Hi Josan, was rollt? Wie ihr seht, bin ich heute auch immer live. Bin gerade mal am Reagieren auf das EA-Play von heute. Wie geht's dir? All 6 realms of random. Even must roll the dice and play the odds. But just a chance at saving her sister. Random rules. Long may she reign. Dicey!
my child. You'll cease now. Just from that alone, I already need. Kommt es für die alten oder für die neuen Konsolen? Das würde mich mal interessieren. Oder für beide? Need to play this game. It looks so cool. But what can you tell me about these combat cards? Ja, gell? Es ist voll cool. Es ist von EA, kaum zu glauben, dass es so mal was völlig Neues kommt. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Nightmare Before Christmas von Tim Burton oder so, oder? Ist echt cool. That's what we're seeing. Cards are just one part of Dice Battle, but I love the way they look, so I brought a few examples to show off. Oh, okay, awesome. What are we looking at here then? So, as you saw, cards can be selected during combat that unleash new powers and abilities, like this one, for instance, Explosive Dice, which turns Dicey into this ticking time bomb. You just gotta be careful so it doesn't blow you up. Keep your distance. And where's this hammer of 2 lets you summon a giant hammer, which also gives even super strength to be able to... Also du kannst quasi sowohl Karten als auch halt den Würfel als Möglichkeiten dort wohl, okay? Swing it around. Offensive maneuvers, I like. Yu-Gi-Oh! Mit Würfel. Like it. But it's not just about offense. Like, we have also, for instance, Uma's Blessing, which comes from Uma, this old hidden witch. And she provides a bubble shield to protect even. And that's just a taste. Like, there's a lot of different powers at your disposal. Some curse enemies, some heal even, or create traps. Some arenas also work as giant board games affected by rolling dicey. So you're gonna have to try different tactics to conquer the Queen's giant, mad, tabletop-themed arenas. All right, Olav, obviously, my next question, you know it's coming. When can we play this game? Yeah, my favorite question. Lost in Random releases on September 10th on PC, console, and Nintendo Switch. And you can pre-order starting right after the show. And if you want a dicey companion of your own, he'll be available to EA Play members as a gun charm in one of my current favorites, Apex. So keep an eye out for that. Well, you all heard it here first. And Olav, thank you so much for joining us today. It has been my absolute pleasure, Austin, and welcome to Random. Thanks. Well, there you have it. Lost in Random is coming soon, but there's a... Also man kann es ab nach der Show wohl vorbestellen, aber der Release Zeitraum war jetzt, glaube ich, noch nicht bekannt. Okay? Another EA original that's already here, and it's bringing that throwback playground heat to the masses. That's right. I'm talking about Knockout City. Uh-oh. Oh, okay. Oh. Woo! Dropped earlier this year, Knockout City has had one hell of a summer, and they're just getting warmed up. Here with more is Karthik Bala from Velen Studios in New York. Thanks, Austin. We're so grateful to our community for the massive response to Knockout City. With millions of new brawlers, hundreds of thousands of crews, and nearly 1 billion KOs landed, your response has really been a knockout. As an indie team dedicated to taking creative risks, having all of you embrace this unique thing we've made is an amazing feeling. And I just want to say thank you. At launch, I promised you new features and updates that keep the game fresh and exciting. Today, I'm here to deliver on that promise. On behalf of the whole Velen Studios team, it's my absolute thrill to present Knockout City Season 2, Fight at the Movies. In a world of chaos, where mayhem rules the streets, is anyone strong enough to stop the unstoppable? Okay, also bis jetzt waren alles Spiele, die schon bekannt sind und oder schon draußen sind. Die sind jetzt gerade lediglich Erweiterungen oder halt neue Infos, wie jetzt diesem Lost in Random. Ich bin echt gespannt, ob jetzt echt mal komplett neue Spiele gezeigt werden. Dead Space vielleicht. A world where one hero rises to meet instant regret. A world where lovers chase their passions and feel the burn.
A world where terror lurks high above. Where warriors fight for dodge brawl supremacy. And teensy, tiny brawlers battle it out in a child's bedroom? This season, bring your moves to the movies. Coming July 20... Oh man, that voice is murder on the pipes. The Hollywood Drive-In opens July 27th. We'll see you at the movies. Okay, It's showtime. You saw it. We got new skins. We got a new ball. Knockout City, baby. Season 2 arrives July 27th. And remember, you can play for free up to street rank 25. So get in. You might come across me and my crew. We're called That Baseline. You won't beat us because we're really good, but you'll have fun. And wie gesagt, es gibt sogar so ein Spiel. Also so in der Art. Du bist zwar jetzt nicht der einzige Hauptheld da, aber kennt ihr Sly Cooper, diesen Waschbären für die PS2 und PS3? Da gibt's doch diese Bande von Dieben quasi. Der eine ist ein Waschbär, der andere ist ein Nilpferd und das andere ist eine Schildkröte. Und die Schildkröte ist dann quasi so ein bisschen wie ich, quasi so ein IT-Nerd quasi, der immer die ganzen Maschinen hackt. Und ich glaube, der wird dann irgendwann bei Teil 2, glaube ich, mal verletzt und kommt in den Rollstuhl. Und du kannst dann ab Teil 3 mit ihm spielen, wo er im Rolli ist. Das war voll geil. Und du kannst halt echt so mit X halt springen. Im Rollstuhl. Echt herrlich. Aber so als einzigen Titelhelden, das gab's noch nie. Das stimmt. right now, it's available on all platforms with crossplay. So if you haven't yet, go ahead, get in there and give it a whirl. All right, everyone. The moment that you have been waiting for is here. Kommt neues Spiel jetzt. Ah, bitte. You've seen the trailers, you've read the hot takes, and you already know that Battlefield is back, baby. You hear me? It's back. Battlefield is back, baby. It's Battlefield. I can't wait to wingsuit surf a tornado. This game is gonna be so good. And in just a moment, we're revealing a brand new Battlefield 2042 experience. But first, for those who haven't been paying attention, here's what you've been missing out on. Also ich muss sagen, Battlefield, das Neue sieht einfach mega aus, so grafisch. Leider ist es halt nur Multiplayer. Ja, ich bin eher so für Story, aber trotzdem sieht echt mega aus. Gönnt euch mal. God, look at these maps. That's so cool. That's the coolest thing I've ever seen. Aus wie Real Life, außer mit Robotern oder so. This is awesome. Do it. Please do. Yeah. I think it's going back. On behalf of our entire team, we hope you're thrilled with what you've seen so far from Battlefield 2042. But this is just the beginning. We have so much more to show you. Battlefield 2042 is built up by 3 epic experiences. Firstly, of course, all-out warfare that we showed you earlier. Secondly, Hazard Zone that we'll show off later this year. And now, a new community-driven experience that we're happy to share with you today.
built by our old friends over at Triple Effect, formerly Dice LA. It's an experience designed from community feedback. It's an experience we've dreamt about building for over a decade. So, let's have a look. Okay, let's go. Neue Gameplay. Oder so. Voll der Alte, keine einfach fast wie in GTA 3 bei dem Panzerspiel. Ja, es wird 128 Spieler pro Map geben, aber nur auf den nächsten Konsolen. Weil es nicht gerade irgendwie Erster, Zweiter Weltkrieg und dann irgendwie wurde der geschockt. Wie geht das? Zeitreise? Nein. Der Grafiker. Ist es jetzt nicht bei diesen hier irgendwie eine Kleidung aus irgendwie so Zweiter Weltkrieg-Stil? Sind das jetzt irgendwie Zeitreisende oder bin ich jetzt ganz blöd? Weil die Grünen sind so ein bisschen, ja, fast Retro drauf und die anderen halt futuristisch. Runter! Ja, Rio, das verstehe ich auch gerade nicht, ne? Als ob es gerade so zeitreisenmäßig ist, keine Ahnung. Ach so! Ah! Change the rules of war. Okay. Also du machst quasi verschiedene Zeitepochen und mischst sie. Okay, also ich habe es nicht angemeldet. Es war echt so komisch gemischt. Okay, ich habe schon gedacht, ich wäre irgendwie blöd. Also, okay. Das war also Absicht. Ja, gute Idee auf jeden Fall. This looks incredible. There's so many crazy things happening in this trailer. We got knives versus defibrillators. Hi Florian, wie geht's dir? Hoffentlich geht's gut. Leider nicht mehr gesehen. Ja, Rio. Das ist echt komisch, ne? Ich denk so, hä? Ist das jetzt nicht Kriegskreise vom Zweiten Weltkrieg und irgendwie Elektroschock? Das war's dann gar nicht. Aber okay, nee. War wohl von denen Absicht gewesen. We got soldiers from every era. I have so many questions. So,
let's bring on an expert. Here to help us out is the Aber gut, das wurde aber auch einiges gelernt, weil neulich kam ja Battlefield 1, also im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, dann kam Call of Duty World War 2 und jetzt machen die einfach halt für Fans von denen und von denen einfach beide und wusch, dann kauft sich halt jeder. Okay. Freue mich, dass es dir gut geht von Jan. Sehr cool. General Manager of Ripple Effect. We've got Kristen Grass. Welcome, Kristen. Hey, Austin. Thanks for having me. Super excited to be here. Of course. Thank you for being here. Now, that trailer, absolutely ridiculous. Like, what the hell did we just see? So what you just saw was the Battlefield Portal. It's a new community-driven experience that... Battlefield Portal. Okay. Kommt auch GLaDOS ins Spiel. Gives players the freedom to write their own rules and shape their own battlefield. You can mix and match content from Battlefield 1942, Bad Company 2, BF3, and Battlefield 2042 to create brand new game modes. Then... Deswegen war dieses Smiley an der Granate neulich. Das war auf dem Cover von einem älteren Teil, deswegen habe ich jetzt so... Also die mischen jetzt quasi alle Teile zusammen. And you can share and discover those on the Portal platform. And that's just what's coming at launch. This is a real love letter to the fans from our incredible team. And and this is your squad. Yes, this is the fantastic Ripple Effect team, and they deserve all the credit in the world for creating this great experience. Ripple Effect ist ein neuer Name von DICE. Also DICE hat doch immer Battlefront, Star Wars gemacht und Battlefield. Und jetzt ist ein Teil von DICE irgendwie immer noch bei DICE, aber heißt wohl Ripple Effect. Das ist einfach nur ein neuer Name von denen. We've had so much fun bringing back some of the most beloved vehicles, gadgets, weapons, and maps from past titles. Well, thank you all. Huge credit to this amazing team and everyone who's made Battlefield 2042 possible. All right, so to bring it back, when you say beloved maps, we're talking Caspian Border? Yes. Arica Harbor? Yes. El Alamein? Yes, El Alamein is also included. It's actually my all-time favorite map. Sagt mir leider alles noch nichts, weil ich habe Battlefield nie gespielt, aber jo. Ich habe Battlefield 3 auf meiner PS3 auf der Festplatte vor einer Ewigkeit mal gekauft, als es im Angebot war und noch nicht angerührt. Ich kam auch nicht dazu. Ist noch auf meiner To-Do-Liste. Plus, we have Noshar Canal, Battle of the Bulge, and Valparaiso. And of course, all 7 of the new epic scale maps already announced for 2042. They're also playable in Portal. I love it. I love it. But this is more than just maps, right? Absolutely. Portal is a chance for the community to drive the platform. There's a whole slate of customization options and even an advanced logic editor for you to play around with. Tools that were previously only available to us on the development team. So that trailer, it was just packed with a ton of crazy moments. So I'm curious, how wild can we actually get with Portal? You can get pretty wild. Yeah? Okay, so can I pit World War II against 2042? Yes, you can. Okay, what about game modes? Can I make an infection mode where it's me against a ton of super fast soldiers with knives? Absolutely. Okay, what about... Okay, cool. Also erst habe ich das nicht so geblickt, so jetzt kann ich das auf jeden Fall singen. Shoddy snipes, Cool. but not just regular shoddy snipes, like a gun game with a whole bunch of shoddy snipes from all throughout history. That is a very specific idea there, Austin, but yes, actually you can. Batting 3 for 3, bring it home. Can I play as a penguin with a flamethrower? A penguin with a flamethrower? Yeah. No, I mean... Ernsthaft, Pinguin mit Pinguin mit einem Flammenwerfer? Yo! Look, there are some limits. It's not a level editor. You can't edit the maps themselves.
And no, you can't play as a penguin with a flamethrower. All right, that's fine. It's fine, I had to ask. But it does sound like there's a ton to play around with. Oh, yes. The options are pretty deep, and we're committed to working with the community to build out this suite of tools and content as the game evolves. We want this experience to go where you want to take it. We see this sandbox as a big part of the future of Battlefield 2042. Well, I assume that the community is going to have a field day with this. I really hope players will embrace Portal. That's who we built it for. In fact, we gave a sneak peek to a few members of the community to see what they could come up with. Oh, okay. I assume my invitation got lost in the mail, but that's fine. That's fine. Let's check it out. 2 teams and 2 VIPs, but only one way to score. This is VIP Fiesta by Courage. It's the US factions of Battlefield 3 and Bad Company 2 facing off on Arica Harbor with 24 players and random loadouts. Die and you'll redeploy with an all-new loadout. Track down that enemy VIP and make it count. Cleared and under control. All bring the power of 2042 to Caspian border and take on the forces of 1942. This is quality versus quantity by Here. He was take on the forces of 1942. Dieser Portal-Modus. Team A ist quasi die USA von 42 und hier halt, ja, Deutsche, also halt, ja, Nazis halt von vor 100 Jahren. Und die kämpfen jetzt quasi gegeneinander. Was? This is quality versus quantity by Gabitron. A small squad from 2042 are taking on 32 players from 1942. The future's got the hardware, but the past's got the numbers. Destroy those MCOMs. But do it before your tickets are up. You're not getting them back unless you clear the sector. Not enough memes? Fine. Set up on Orbital for the fight of your lives with Robot Man by Redacted. 20 duck-sized EOD bots, 1 horse-sized T-91. Settle your Battlefield debates on who wins what. Aber ist das jetzt ein DLC oder ist das ein... Settle your Battlefield debates on who wins what. Also muss es quasi jetzt irgendwie extra noch kaufen oder ist das jetzt schon im Spiel? Come on, dude. Robot Man? What? This looks so much fun, but I need to know. Just pretend like the cameras aren't here. Just me and you. Who's Redacted? Can't tell you that, sorry. But what I can tell you is that we're so excited for the players to create or simply discover their favorite new way to play Battlefield. And we can't wait to explore and try out the thousands of experiences our community will build once they have the tools in their hands. And we get our hands on Portal at launch, right? Yes. Okay. Portal will be available at launch, day 1, along with a bunch of pre-made modes for you to try right away. Okay, jetzt kommt die so gemeint. At launch, also zum Release, aber ich hoffe nicht als extra zum Kaufen DLC, hoffentlich. Okay, this is fantastic. Now, Christian, before you go, let me make sure that I have all of this straight. So on top of all the content and maps that have already been announced, we also get content from Battlefield 1942, Bad Company 2, and Battlefield 3, including 6 of the best maps of all time, and all that can be sliced, diced, and mixed together in Portal. And then we still have Hazard Zone coming later this year? Yes, that's exactly what I'm telling you, Austin. If you've always been a fan, or if you've never played Battlefield before, we want Battlefield 2042 to be the ultimate Battlefield experience. Christian, just thank you. Thank you. My pleasure, Austin. I'll see you on the battlefield. All right, so Portal looks... Okay, also, ja, die mischen quasi alle Vorgänger mit dem, was halt vorher war. Aber echt nice auf jeden Fall. Incredible, and we could end things there, but I don't think we're done just yet.
we're gonna leave you with one more surprise. First, though, you remember that secret code? I hope you were paying attention because all of the letters have been revealed. So, if you want to win some awesome games and gear, stick around because we're gonna give you the link to enter in just a second. But for now, ja gut, es war ja jetzt alles nicht mehr live gewesen, deswegen glaube ich jetzt wohl keine Chance mehr was zu gewinnen, aber okay, ja, Versuch war es wert. I hope you've enjoyed the show as much as I've enjoyed being your host. Now, my name is Austin Creed, and our last reveal is somewhere in there. Dead Space! Bitte komm, Dead Space! But you know what? Why don't you go first? Ja! Dead Space! Yes! Alter, geil! Leute, Dead Space kommt zurück! Ja! Geil! Es war eines meiner Lieblings-Horrorspiele in der PS3-Zeit. Wahnsinnig gruselig, wahnsinnig brutal, hammergeil. Leute, geil! Teil 3 war nicht so geil, aber dann kam auch irgendwie Cliffhanger und dann kam kein jetzt kommt zurück, geil. Leo, Dead Space kommt zurück. Geil. Jawohl! Isaac! Dead Space available on PS5, Xbox, PC. Juhu! Geil! Geil! Jetzt bin ich dabei, Leute. Wahnsinn! Cool. Neuer Dead Space. Oder Remake von Dead Space. Ist egal. Es ist geil. Bin mit dabei. Uff. Yes. Okay, ist fertig oder was? Also, das sah schon, Moment. Ich spule kurz zurück. Na, nicht so weit. Also, das sah schon so von dem, das sieht schon so aus, diese Gegend hier, wie Teil 1 oder Teil 2. Ich glaube sogar eher Teil 1. Mit diesen ganzen leuchtenden Lichtern von über die Türen. Also, ja, es ist wohl ein Remake. Kein Dead Space 4. Aber oder ein Reboot. Also auf jeden Fall geil. Also auf jeden Fall geil. Also hier nochmal für euch ich erinnere mich auch an diese da. Also man sieht jetzt diese Monster nicht nah, aber ja, da sind ja auch diese. Oh, ich hab's gerade vergessen, wie die heißen dort im Spiel. Nicht Xenomorphs, anders. Xenomorphs waren ja die Aliens.
Ich habe vergessen, aber auf jeden Fall sind es die. Und dann kannst du halt mit den Waffen dort quasi, ist brutal, aber kannst du dann quasi diese Monster in Einzelteile quasi schneiden. Also halt auf den fallen dann quasi diese Arme ab und so weiter und gruselig. Aber es ist ein echt gutes Spiel gewesen damals, 2008. Wahnsinn, dass es hier jetzt endlich zurückkommt. Geil, ich freue mich. Ja. Das war auch bei der Originaltrilogie auch richtig nice gemacht, weil es ist dann quasi der Isaac, also der Hauptcharakter, und man hat auch normalerweise immer so irgendwo halt im Bildschirm in der Ecke halt, wo das hat, wo das quasi, wo dein Lebensbalken ist oder halt die Map und so. Und die haben das echt schlau gemacht, damals, die Leute, und haben quasi die Lebensreise direkt in die Spielumgebung integriert, sprich hier am Rückgrat von dem Anzug von mir. Also, das spielte sich halt wie, Matze! Ja, es gibt das neue Dead Space. Gerade wurde ein neuer Dead Space angekündigt. Kennst du das? Hallo, Matze! Ja, ich weiß auch, die ganze Show war so eher bis auf Mittelfield so mittelmäßig, weil das wurden halt nur so Spiele gezeigt, die es halt schon gibt oder halt bald kommen oder die halt alle bekannt waren. Und jetzt, ach komm, ich kann euch das einfach mal neu voll zeigen. Hier. Am Ende von der Show jetzt quasi Überraschung gezeigt. Und dann habe ich gerade angefangen zu schreien. Why don't you go first? Und hier habe ich angefangen zu schreien, weil das sah einfach aus wie Dead Space. Und habe mich halt einfach nur mega gefreut, weil ich halt das Spiel mag. Das ist auch noch in der Engine, also das Spielgrafik, Wahnsinn. Kennt ihr Dead Space? Und da kommen auch gerade die ganzen Gegner. Also es ist echt wohl das Remake von dem ersten Teil. Und hier der ikonische Anzug mit dem Lebensbalken als ach, das steht auch Moment. Da. Cut off the limbs. Also man muss auch halt mit den Waffen quasi ihre Arme und Beine halt abhaken. Und nur so kann man halt die besiegen. So. Also nützt nichts quasi auf den Tore zu erschließen. Es ist halt, weil ich das Spiel kenne. Cool, also es ist wohl doch ein Remake von dem ersten Teil. Der Wahnsinn. Da seht ihr es, Dead Space. Das waren 3 Spiele für die PS3 und die Xbox seiner Zeit.
gab auch noch ein paar Ableger, gab glaube ich so ein Light-Gun-Tutorial für die Wii, aber es glaube ich ja indiziert, gab aber auch für die PS3 raus, für dieses Move-Controller. Und ja, echt geil, weil das sind jetzt 9 Jahre oder so seit der letzte Teil kam, weil das kam ja von Visceral Games und Visceral Games gehörte früher halt zu EA und die haben das halt geschlossen, das Studio, als sie ein Star Wars Spiel machen wollten und dann haben die es einfach halt geschlossen, so und bums und dann dachten die jo und dann gab es auch halt nie eine Fortsetzung und ich habe halt alle 3 Teile gespielt. Teil 3 war schon so ein bisschen, ja, weniger gruselig, weil sie war das auch noch so ein bisschen quasi bei Tageslicht auch und nicht so in dunklen Korridoren und es war so ein bisschen, also kennt ihr Resident Evil 5, wo man dann in Afrika ist, bei Tageslicht und Sonnenschein. So ungefähr war das da auch, aber nicht als gutes Spiel einfach. Am Donnerstag habe ich gerade gespielt, weil ich ja auch als Fan bin und ich habe ja erzählt, dass ich ja so alle schöne Spiele kenne. Vor allen Dingen Spieleserien durchzocke und halt, es ist halt kein Spoiler, aber das Ende war halt ein Cliffhanger, so bei Teil 3 und es wurde halt nie aufgelöst, so und anscheinend jetzt einfach, weil der dritte Teil sich halt wenig verkauft hat und bla bla bla, gab es wohl nie Dead Space 4 und jetzt machen sie einfach gerade das Remake von dem ersten Teil. Okay, kann ich halt mitleben. Vielleicht machen sie auch einfach ein Remake von allen 3 und machen einfach den dritten Teil besser und dunkler und wuhu und dann gibt's auch halt ein... Aber ist cool. Bin dabei. Ja, Matze, so sieht's aus. Ich hab hier, ich mache mich mal kurz auf Vollbild. Moment, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Moment. Ja, also ihr seht so, ich habe ja Resident Evil gespielt und Silent Hill, alle Teile und auch halt mal Dead Space. Und Silent Hill ist ja verschwunden, weil alle wissen ja, PT war ja im Anmarsch und hatte Konami alles dicht gemacht. Und Dead Space war halt auch verschwunden, war aber halt echt ein gutes kreatives Spiel so im Weltraum. Da erinnere ich mich auch halt noch an sehr, an einige Stellen einfach. Und es gibt auch leider keine PS4-Version dazu, also gibt es keine Remastered-Version. Also es wird schwierig, das euch zu zeigen, aber wenn ich das mal spielen will, als Let's Play oder so. Aber ja, auf jeden Fall Teil 1 ist halt legendär, Teil 2 auch. Ja, wenn die das einfach jetzt alles remaken, dann ja. Ein Wort. Ich muss nochmal das Spiel abchecken, Leute. Ich kam noch nicht jetzt. Ich habe hier das Spiel aufgeschrieben, habe nur gesehen, dass da alle Angst haben, so. Und da habe ich das noch nicht
mir angucken können die Tage. Aber ist auf jeden Fall auf meinem Radar. Wenn ich mir da nicht komplett in die Hosen mache, dann bin ich voll dabei. Ja. Okay. Ja, jetzt ist cool, Leute. Jetzt schauen auch gerade 5 Menschen zu, wo ich das auf reagiert hatte, als 2:30 waren. Schade, aber ihr könnt es einfach nachher alles nachschauen im Video. Und ich guck mal, ob ich einfach mal das als Video nochmal mache. Ja, einfach mal geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Endlich mal so ein Spiel, das ein bisschen Nostalgie macht und auch bei mir so Erinnerungen weckt. Ja. Ja Leute, wie geht's euch also? Ich bin jetzt echt ganz spontan hier so aufgesprungen, weil es gab, wie gesagt, dieses Livestream, EA Play halt, da wurde ein paar Spiele halt vorgestellt, vor allen Dingen so Battlefield und so, aber es war einfach alles halt bekannt und es wurde einfach noch mehr Infos halt gezeigt zu bekannten Spielen und Dead Space war jetzt halt nicht bekannt, es war jetzt gerade die Weltpremiere quasi und ja. Ja, um was geht denn da überhaupt in dem Spiel? Also, ich muss das mir mal anschauen. Wenn nicht jetzt, dann habe ich auch keine Tuckelhosen mehr. In aller Ruhe. Dann bereite ich mich seelisch und moralisch vor und dann spiele ich es mal. Ich hab alle Teile. Also bis auf Teil 7 und 8 und Relation 2 habe ich alle gespielt. Ja. Leute, ich würde fast vorschlagen, es sind jetzt 7 Leute in dem Chat, vielleicht durch meinen Aufschrei gerade gekommen so. Es war so, dass, okay, jetzt 5. Wenn ihr wollt, gucke ich mit euch noch mal. Also, Rio ist jetzt dabei seit Battlefield, aber die fanden davor war nur dieses Lost in Random voll interessant. Ich kann das hier mal kurz raussuchen. Ich muss ganz kurz noch für kleine Jungs von der Aufregung mach kurz ich suche kurz mal das Spiel raus. Hier war das. Moment. We just ended year 1 of ALGS, our championship. Das ist noch Apex Legends. Das ist noch Matze, meinst du Day and Night? Ja, wenn mein Computer mitmacht, warum nicht? And again, big shout out to the whole ich muss gucken, ob mein PC halt mitmacht, ne? Aber ansonsten nichts dagegen. Hier, an alle, die jetzt später kommen. Das war auch so ein Highlight. Ein Spiel heißt Lost in Random.
Sieht voll originell aus und ich mag auch voll diesen Artstyle. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Es sieht echt cool aus. Jetzt, da ich mehr Zuschauer habe, kann ich das dir mal kurz mal zeigen. And just like that, young Austin found himself introducing a new segment. Kommt gleich was. Hello? He stalled, bewildered by the voice coming from somewhere unknown. Somewhere random. Okay. All right, anyway, it's coming soon and it looks really cool. Austin stopped himself. Why, he'd forgotten to mention the Tribeca Film Festival selection. It was a selection at the Tribeca Film Festival. He tried the line again. More enthusiastically. Auch geil, ne? Das Spiel war einfach mal auf einem Filmfestival mitunter, wo einfach alle Filme waren. Echt cool, dass Spiele jetzt echt mehr so als Kunst gezeigt werden. Das freut mich ganz sehr. Und hallo, liebe Leute im Stream. Was geht hier das Spiel? Ja, ey Leute, willkommen zum Livestream. Eigentlich war alles vorbei und ich hatte jetzt gemütlich geschaut bei 2 Leuten im Chat, aber ich gucke das gerne noch ab mit euch mit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann dir noch was darüber erzählen. Thank you. It was an official Tribeca Film Festival selection this summer and it's coming soon. Joining us from Gothenburg, Sweden to tell us more is Zoink creative director Olav Redmo. Hello, Austin. How's it going, Olav? Thank you so much for joining us and congratulations on Tribeca. Es gibt mal It's so cool to see video games right next to movies being regarded as they should be. Thank you, Austin. I'm so proud of the Zoink team and what we've accomplished, and I'm so happy about the selection because. Ja, wie soll ich das denn noch nennen, Manze? Also ich meine jetzt einfach so Series vorbereitet im Sinne von ja, ich bin jetzt halt darauf eingestellt, dass gleich halt so irgendein Horror kommt. So in der Art. Weißt du, gerade so. Und ja, weil ich will jetzt nicht wie ein Mädchen schreien. Vor Angst. So. Lost in Random. Also ich werde nicht machen, aber halt lieber, wenn ich mich halt dann irgendwie besser vorbereite. Is really inspired by all these movies that I grew up with and stop motion animation and dark characters. And dice all of the Woods. It's awesome. So let's take a look. Ich mag echt diesen Artstyle von dem Spiel. Schaut mal. Once upon a time, there were 2 devoted sisters named Even and Odd. Cruelly 2 Schwestern, gerade und ungerade. Klingt lustig. Separated by an evil queen and the roll of a dice. I'm coming! Together with this little fella, Even was determined to rescue her beloved sister. Come on, Dicey! Dicey. Der heißt einfach mal Dicey, also Würfelchen. Herrlich. In this strange and fascinating world of random, adventure and combat go hand in hand. And many peculiar characters await. Some will help. You mean this one? And some won't. That's against the rules. Sehe ich halt so ein bisschen aus wie dieses Nightmare Before Christmas. Ne, so von Tim Burton. Voll die coole Alter auf jeden Fall. Oh, sure. A little girl with a dice. Those coins can be traded for cards. Cards, cards. I got cards here, the greatest cards in the land. Ooh, cards contain new attacks, abilities, and more.
all of which come in handy during dice battle. Ready, Dicey? Even uses her slingshot to attack deadly foes. This can knock off energy cubes. Deswegen auch Lost and Random, weil du halt einen Würfel würfelst. Weil das ja alles zufällig ist. Random, was du halt bekommst für eine Augenzahl. Used to feed her strange companion Dicey. And once fully charged, even can roll Dicey and freeze time itself? Let's see how she uses it. Oh, impressive. Well done, even. Nice. Ooh, that was a good one. Even's quest will take her across all 6 realms of random. Even. Und du spielst da auch mal als Würfel. Das ist geil einfach. Must roll the dice and play the odds. But just. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch Alice gespielt, die beide Teile. Also Magie und Madness Returns. Voll. Vielleicht nur nicht so psycho wie Alice, aber schon düster halt. Ja, okay, du hast recht. Ja, halt geil und originell. Chance at saving her sister. Random rules. Long may she reign. Dicey, wait! Shh, my child. You're safe now. Also würde ich auf jeden Fall mal gerne erholen. From that alone, I already need to play this game. It looks so cool. But what can you tell me about these combat cards that we're seeing? Cards are just fun part of dice battle, but I love the way they look, so I brought a few Bioshock ist auch eines meiner Lieblingsserien. Ich habe auch System Shock gespielt. Ist ja quasi dieser geistige Vorgänger. Also, die haben jetzt nicht zusammen, aber einfach zum Beispiel jetzt diese ganzen Plasmide, wo du halt Feuer schießen kannst oder Blitze im Bioshock. In System Shock 2, das wurde von denselben Leuten quasi gemacht. Und da gab es auch eine ähnliche Mechanik. Das hieß nur anders und du konntest aber halt auch so Blitze und irgendwie so Elemente schießen. Deswegen, als ich halt dann nach dem System Shock 2 das Spiel spielte, habe ich das dann direkt sofort wiedererkannt. Leute, ganz kurz, die Sonne geht runter, es ist gerade ein bisschen dunkel geworden. Ich roll kurz und mach den Raum heller, okay? Bis gleich. Mach mal kurz Licht an, damit es ein bisschen heller wird hier. Bis gleich. So, besser. Auf jeden Fall. Ahoi, Morbid, was geht? Ja, ich bin heute in einem Bonus-Folgen-Modus. Ich habe jetzt seit um 7:30 auf das EA Play Live reagiert. Allerdings mit 1 bis 2 Zuschauern. Und jetzt, wo alle nochmal kommen, dachte ich mir, jo, dann mache ich kurz nochmal so ein Recap von den Highlights, weil lohnt sich einfach nochmal zu gucken, oder?
Deswegen. Samples to show off. Oh, okay, awesome. What are we looking at here then? So as you saw, cards can be selected during combat that unleash new powers and abilities, like this one, for instance, explosive dice, which turns Dicey into this ticking time bomb. You just gotta be careful so it doesn't blow you up. Keep your distance. And where's this hammer of 2? Let's use some wohl giant so hammer. Karten ins Spiel und der Würfel. Which also gives even super strength to be able to swing it around. Offensive maneuvers, I like it. But it's not just about offense. Like we have also, for instance, Uma's Blessing, which comes from Uma, this old hidden witch. And she provides a bubble shield to protect even. And that's just a taste. Like there's a lot of different powers at your disposal. Some curse enemies, some Also heal even. am Ende war ich einfach völlig außer mir, als einfach weil eine Überraschung angekündigt wurde. Wer noch nicht da war und mein griechisches Geschrei nicht hörte, kann ich ja gleich mal zeigen. Or create traps. Some arenas also work as giant board games affected by rolling dicey. So you're gonna have to try different tactics to conquer the Queen's giant mad tabletop themed arenas. Interviews, mach mal And Vorsprung. Ich map. habe ja schon alles gesehen und Knockout City has So lots of new bread as a unique Der war jetzt thing noch so we've made ein is an amazing feeling. Knockout. And I just want to say thank you. Knockout. At launch, we promised you new Irgendwas features and mit updates Knockout. that keep the game fresh and exciting. So ein Today, I'm here to, Filterball, it's my absolute thrill to present so Knockout City. Is anyone's one Battle Royale passion? gespielt. Ich One wollte mal warriors kurz fight for Dodge Brawl zeigen. Solars. 20s. Und zwar, baseline, you won't beat it to street rank. Season 2 Genau, arrives July July, 27th. genau. And remember, you can play for free up to street rank 25, so get in. You might come across me and my crew. We're called that on all platforms. We have been waiting. hier, Battlefield hat mich jetzt You've seen the heute trailers, echt überrascht. you've read the hot takes, and you already know that Battlefield is back, baby. You hear me? It's back. Battlefield is back, baby. It's Battlefield. I can't wait to wingsuit surf a tornado. This game is gonna be so good. And in just a moment, we're revealing a brand new Battlefield 2042 experience. But first, for those who haven't been paying attention, here's what you've been missing out on. Gönnt euch mal. That's so cool. Ist schon eine krass geile Grafik auf jeden Fall. Sehe ich schon fast aus wie Real Life. Also ohne die ganzen Corona. Und ich freue mich gerade, dass endlich mal das Video bei uns alle flüssig läuft. Weil der vorher hat immer so ein bisschen gehabt. Jetzt läuft's. Juhu. This is awesome. Do it. Jetzt hängt's bei mir. Hallo? Wait, so. Yes! On behalf of our Genau, entire es war ja team, we das hope you're erste thrilled with what you've seen so Battlefield. far from Battlefield 2042. Hallo? Irgendwie hänge ich gerade. Ja. Das weiß ich reagiert nicht. Okay, Leute, ich mache eine ganz kurze Pause. Ich gehe nur ganz kurz für kleine ist gerade ein bisschen länger geworden. Ich dachte, okay, Sekunde kurz, Leute. Moment. This is awesome. Do it. So. Moment, ganz kurz. Und zwar, ich mache mal ganz kurze Pause.
Ich mach mal eine kurze Pause und gehe kurz wohin und dann komme ich wieder, okay? So. So. Ja, das stimmt. Das war jetzt irgendwie komisch, aber ich glaube einfach nur, weil der Stream beendet wurde. Deswegen ist es gerade ein bisschen anders geworden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich kurz wohin und ich würde sagen, bis gleich. Nicht weglaufen, weil das tue ich auch nicht. Lasst euch kurz Musik da. Bis gleich, kurze Pause.
danke fürs Warten, Leute. Obwohl jetzt klappt, was waren 10, jetzt sind es 5 Menschen. Trotzdem danke fürs Bleiben. Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt gerade auch ein bisschen mehr sind als davor, schaue ich einfach mal mit euch gemeinsam so die Highlights von dem heutigen Livestream, also von der heutigen Präsentation. Und genau, Moment, ich muss mir kurz noch anfangen. So. Irgendwie bin ich jetzt live. Jetzt. Okay. Genau, und zwar, ich habe davor reagiert auf das EA Play Live, welches um 7 Uhr halt losging. Und das ist gerade nur kurz mal abgestürzt, deswegen muss man sich das kurz noch mal wieder einstellen. Sekunde kurz, Leute. Muss kurz noch mal das aufmachen, das EA Play ist gerade noch irgendwie abgestürzt, die Registerkarte. Welcome back, danke. So. Und zwar, Leute, mein Highlight des heutigen Abends war das hier. Ist auch hier schon hochgeladen. Moment, das ist gut. Werbung. Und zwar, Leute, unglaublich, aber wahr. Es wurde ein neuer Teil von Haltet euch fest. Von Dead Space angekündigt. Remake. Leute, ich bin ausgeflippt, als es gerade im Livestream passiert ist. Leute, es ist Wahnsinn. Gönnt euch das mal. Ich kann jetzt nicht auf bessere Qualität haben, deswegen ist es sieht so geil aus. Da. Ich weiß noch genau, da habe ich nämlich diesen Schrei losgelassen vor Freude. Dieser Gang und diese Schilder auf der Tür, definitiv Dead Space. Und gleich kommt auch dieser, ich habe vergessen, wie die hießen, die Monster. Aber da kommen die. Ich werde definitiv das Bild bringen. Ich denke immer, wenn das Licht aus ist. Da, also auf jeden Fall wachsen denen jetzt so diese Schneidearme quasi. Und ja, es ist Wahnsinn. Also geil, dass es jetzt einen neuen Remake quasi gibt. Es war ja so, dass es gab ja Dead Space, drei Teile davon auf der PC, Xbox und PS3. Also quasi 2008 kam der erste Teil und war echt nice, weil gruselig, also echt gruselig gewesen. Und du hast halt in diesem ganzen engen, dunklen Korridoren in einem Raumschiff halt ja, quasi bist da gewesen und dann gab es da eine Invasion von diesen Monstern
Und ist echt geil gemacht, weil ich kann es euch ja gleich mal zeigen. Moment, der kommt auch gleich was dazu. Ja. Der ikonische Anzug von Isaac. Wahnsinn. Das gab es auch halt schon bei dem Original, und zwar haben die Entwickler auch was Geiles gemacht, und zwar man kennt das doch normalerweise vom Spielen, dass man immer so irgendwo in der Ecke vom Bildschirm so das Rad hat, also wo dann steht, wie viel Munition du hast und wie viel Leben du Energie hast und so. Und das haben die halt in dem Spiel ganz schlau gemacht, und zwar haben die einfach diesen Lebensbalken und Energie und Leben und alles einfach quasi in die Spielwelt integriert. Sprich, dein Anzug, und du siehst dich immer nur von, und du kannst halt die ganze Zeit legen, aber wenn du halt läufst, ist dann quasi, siehst du ihn ja von hinten. Und da auf dem Anzug ist dann dieser Rückgrat quasi, und das ist dann quasi deine Lebensenergie. Der liegt auf dir. Also wenn du dich bewegst, läuft das halt mit dir mit auf dem Rücken. Und klar, wenn du dann Lebensenergie verlierst, wird dann halt weniger grün und dann gelb und rot. Und das ist dann ich weiß nicht mehr, wie das dort genau hieß, diese Energie dort. Du kannst quasi Monster so einfrieren, das quasi ein bisschen wie so Matrix-mäßig langsamer werden. Und in der Zeit dann quasi auf die halt schießen, und dann verlieren die halt dann diese Gliedmassen. Genau. Das steht ja auch gerade auf der Links. Also man muss immer so auf die Beine und Arme halt ziehen, damit sie halt. Es ist halt brutal, es ist nichts für Kinder. Aber es war dann quasi die Art, dass du dann die Gegner halt so halbwegs quasi zerhackst, sozusagen. Weil sonst würden die einfach nicht drauf gehen, deswegen. Ja. Wegen der Poster ist, ich hab ziemlich wenig, ich weiß, es ist hier ziemlich weiß, aber ich habe dafür einfach auf der anderen Seite quasi jetzt, wo ich jetzt hier hingucke, auch halt so laute Bücher und deswegen, ja, das ist schon an sich auch schon schön dekoriert, nur jetzt mit weniger Postern, weil irgendwie bin ich halt mal da an der Playstation, mal da am Computer, und irgendwie nie so das Bedürfnis gehabt, irgendwas da aufzuhängen, aber ich tue mich halt hier auch zu Hause. Genau. Und Bilder von mir habe ich auch, einige aber halt nicht an der Wand, so, deswegen. Moment. Ja, und jetzt steht hier Fett Dead Space. Richtig geil, also ich freue mich auf jeden Fall. Keine Ahnung, wann es kommt, aber ich meine, das kommt ja jetzt, steht auch gleich da. Nee, steht nicht. Kommt ja wohl für die neuen Konsolen raus, und ja, deswegen, wenn man die überhaupt kriegt, also ich hoffe mal, dass ich irgendwann bald mal die PS5 bekomme, weil die gab es ja immer schwer zu kriegen, und ja, ich hoffe mal, dass es bald besser wird, auf jeden Fall. Genau, ich guck mal kurz, ob
ich nochmal den einen coolen Trailer finde zu Battlefield, Moment. Und zwar da. Hab ihn. So. Es gab gerade auch einen ganz krassen Battlefield Portal Trailer. Ich habe es auch am Anfang nicht geblickt, weil irgendwas hat sich komisch angefühlt. Seht ihr gleich, was ich meine. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, weil hier vorne ist mein Schreibtisch auch alles voll mit Büchern, Technik, Computer, Lampe, Kamera, dies, das. Und da ist dann quasi leer. So, wenn ich auf die eine Seite filme, dann ist alles richtig wie ein Studio quasi. Muss ich gleich hier mal schauen, ob ich das irgendwie ein bisschen aufmotze. Auf jeden Fall, hier schaut mal den Trailer an, das ist herrlich. Da. Vorher realistisch. Kommt da einfach mal so Panzer und Helikopter vom Himmel runtergefallen. Geil. Und da wurde ich noch ein bisschen skeptisch gewesen, weil irgendwas hat sich komisch angefühlt. Geht dir gleich. Genau, und Battlefield wird ja 128 Spieler auf einer Map haben, das ist schon ziemlich viel, ey. Und jetzt kommt das Komische. Sie seht mal selbst, ob ihr was findet. Schaut mal. Da war schon mal ein Easter Egg. Moment. Jetzt. Wer das Cover kennt von Battlefield Bad Company, der wird sich an diesen Smiley erinnern. Und da gab es auch genauso eine Granate mit einem Smiley als Anhänger. Das fand ich gerade komisch. Gleich. That's the sound of the going bang bang. Und zwar hier. Das sieht doch echt nach Zweiter Weltkrieg aus, ne? Also gerade irgendwie fast hier nicht zusammen so. Und jetzt seht ihr, der eine hat hier so Elektroschocker und so. Der eine ist irgendwie ganz komisch und dann auch so. Nicht ich war irgendwie verwirrt und blöd, nein. Das war Absicht. Das ist ein Modus, wo einfach alle Battlefields, die jemals rauskamen, alle Zeitepochen quasi
jetzt hier in dem Modus spielen. Das ist echt crazy. Also quasi Battlefield 1942 und 2042 vereint. Crazy Idee auf jeden Fall. Runter! Change the rules of war. Also einfach mal, ja, alles vermischen, was es gab und daraus halt einen Kampf machen. Sieht schon ziemlich nice aus. Ist leider nur Multiplayer, also gibt es keine Kampagne, also keinen Story-Modus. Was ich halt schade finde, wäre was für mich, aber so optisch finde ich auf jeden Fall, ist es für mich ansprechend. Ja, deswegen. Und genau. Das war so jetzt das die beiden Highlights von von dieser Präsentation. Also einmal halt das Dead Space hier. Ich guck mal kurz, ob irgendwas in der Videobeschreibung steht. Bezüglich ja, Release oder irgendwie so Plattformen, aber ich glaube ja, okay. Das erste Dead Space wurde komplett von Grund auf neu aufgebaut für die nächsten Konsolen und den Computer mit krassen neuen visuellen Effekten mit der Frostbite Engine. Ja, auf jeden Fall nice. Also wer Dead Space noch nicht kennt, kann ich echt und halt volljährig ist und keine Angst hat mit Horrorspielen oder sie aushält, kann ich in echt Teil 1 und 2 ans Herz legen. 3 geht so, ist so Geschmackssache, weil da ist nicht mehr so gruselig oder halt auf einmal bei Tageslicht spielt. Aber Teil 1 und 2 legendär. Und jetzt kommt halt Dead Space als 1 als ja, Remake. Ja, ich sehe gerade hier einen Kommentar. Ja, die haben halt leider die Originalentwickler halt geschlossen, als sie ein Star Wars Spiel machen wollten. Jetzt machen die ja selbst eins. Das ist halt ein bisschen, ja, traurig, aber kommt auf jeden Fall jetzt halt raus, was mich halt freut. Klar, um die Originalleute tut mir auch halt echt leid, aber wir bekommen wenigstens wieder mal was Neues von Dead Space. Auf jeden Fall nice.
Okay Leute, ich würde sagen, ich mache eine neue Aufnahme oder schau mal, ob das was kommt. Also ich gucke mal, ob das vom Livestream so gut geworden ist oder ob ich das nochmal neu aufnehmen brauche. Kommt auf jeden Fall noch mit meiner Analyse auf YouTube sehr bald. Deswegen. Ihr wählt Horizon. Danke dir für den Tipp. Danke. Kann ich immer gerne mal auschecken. Wobei es ist auch so bei mir komisch, ne? Ich selbst bei Filmen, da habe ich mehr Angst als bei Spielen. Irgendwie. Also bei Spielen, da irgendwie neige ich halt dazu, so halt wegzugucken oder halt vor zu zucken und so und irgendwie, ach nee, lieber nicht so. Bei Spielen habe ich zwar auch Angst, aber ich habe umso mehr Bock irgendwie. Dann ziehe ich auch immer mehr durch. Aber auch alle Teile und auch die Spin-offs auch durchgespielt. Ich gucke gerade mal kurz die ganzen Kommentare. Ja, na gut. Na gut. Okay, dann mache ich mich jetzt wieder auf Vollbild. Moment, jetzt. Ja, ich bin ja gestern auch nochmal live gewesen. Und da hatte ich wieder irgendwie Probleme mit der Technik. Ich hatte ja eigentlich mein Handy angeschlossen als Kamera. Ging auch von der Bahn, nur sobald ich halt mein Handy anschließe, geht bei mir das Internet flöten am Computer. Es ist ganz komisch. Deswegen habe ich jetzt mal die Kamera, die Webcam angemacht, damit ich auch ja sicher internetmäßig das auch wieder durchschauen kann. Deswegen. Und das Ganze war ja jetzt gerade mega spontan. Es war 6:30 gewesen, dass ich auf YouTube kurz am Surfen war und sah, oh krass, um 7 geht's auch los mit der Sensation. Hab alles liegen lassen, hab direkt so zig Sachen da halt vorbereitet und schnell ja, Thumbnail gemacht und überall gepostet und so weiter und so fort. Und hab dann noch so mit einer kleinen Verspätung angefangen zu streamen und ja, weil das Ganze ja auch live war, konnte man das ja auch halt quasi zurückspulen als Video und dann habe ich jetzt halt ein bisschen verspätet auf alles reagiert und das Ende hat sich auf jeden Fall gelohnt mit Dead Space. Ich freue mich auf jeden Fall. Gut, ich weiß nicht, ob EA das irgendwie verunschaltet, weil EA traue ich halt immer weniger, weil ihr wisst es ja, FIFA, Ultimate Team und diese ganzen Mikrotransaktionen und Pay-to-Win-Mechaniken. Basketball bei 2K ist ja auch irgendwie mit Casino irgendwie ganz komische Kombination. Bei Dead Space 3, da gab es übrigens auch schon
so Waffenerweiterungen für Geld. Das war auch schon komisch gewesen, weil das war ja ein Singleplayer-Spiel und ja, deswegen mal gucken, ob die das halt nicht verunstalten. Ich hoffe, dass es gut wird. Danke dir nachher auch für den Link, okay, und bis dann, falls du jetzt ja, dich veröffentlichen wolltest. Ja, Leute, ich habe ja heute eigentlich meinen YouTube-freien Tag. Bin jetzt aber nochmal für euch aufgesprungen auf den Hype-Train, um den Event zu schauen. Ich würde vorschlagen, machen wir heute nicht mehr bis nachts um 1, machen wir jetzt Schluss. Ich muss noch nämlich mich für ein paar Projekte vorbereiten und auch noch ein paar Videos drehen für meinen Kanal und noch für ein anderes Projekt. Und auch, ja, ich wollte unbedingt jetzt noch mal auf Dead Space extra reagieren als Video und das nachher mal hochladen. Also jetzt kommen auch echt einige Projekte. Und danke, dass ihr alle dabei wart. Es sei denn, ihr wollt doch, dass ich ein bisschen spiele. Das kann man ja natürlich auch machen. Aber ich würde eher vorschlagen, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Kraft tanke, weil morgen ist der Freitag, also auch wieder Livestream-Tag. Morgen Abend um 20:15 Uhr oder 20:30 Uhr eher, weil ich immer so ein bisschen später starte, gibt es einen neuen Livestream. Morgen wird wieder gechillt, gezockt und freue mich, wenn ihr aktiv in den daran teilnehmt. Dann gibt es immer so ein bisschen Input und ja, da kann ich auch auf Sachen auch eher eingehen. Macht mir auch halt dann Spaß und genau, ich würde sagen, falls ihr nichts dagegen habt, gehe ich jetzt stolz offline und bin froh, dass ich heute gemacht habe. Danke, dass ihr alle dabei wart. Falls jetzt jemand später dazu kam und nicht das Ganze live mitbekam, kann sich ja das Ganze ja nochmal anschauen. Der Livestream wird ja ja noch vorhanden sein und genau, ich würde sagen, bleibt auf dem Rollenden. Ich habe jetzt mal 3 Stunden gestreamt, war auch echt nice und wir sehen uns morgen um 20:30 Uhr rum. Bis dann. Kons-T out. Skra! Und ich lasse jetzt noch ein bisschen Musik laufen. Dies, das und wünsche euch noch eine gute Nacht. Und schlaft schön, passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr seid nicht in den Gebieten, wo das Hochwasser herrscht und überhaupt. Und bis dann. Danke fürs Einschalten.